Wenn ich es nicht schaffe, okay. Aber du willst doch sicher auf der Schule bleiben, oder nicht? Du bist ein Arschloch, weißt du das? Weißt du übrigens, wer heute bei uns in der Redaktion war? Boris Becker? Mein Tanja. Was? Henning ist nicht ganz unschuldig an meiner Situation. Es kommt davon, wenn man sich bei allen einschleimen will. So denkst du von mir? Genau so und nicht anders. Tanja! Sophie! Henning! Komm, setz dich doch zu uns. Wir haben gerade über dich gesprochen. Ihr beide seht ja wirklich beneidenswert erholt aus. Ich wünschte, ich könnte auch ein paar Tage Urlaub auf Rhodos machen. Fahr einfach zum Flughafen, kauf dir ein Ticket und flieg. Tja, bei mir fliegt zurzeit leider nur der Pleitegeier. Wir können ja für dich sammeln. Gar keine schlechte Idee. Und wie wär's mal mit Arbeiten? Ich, fühle mich im Moment nicht so gut. Ach, bist du krank? Naja, nicht direkt krank, nur... Was willst du eigentlich hier? Nur was trinken. Und mit Sophie plaudern. Sophie ist aber offensichtlich an deinen Geschichten nicht sonderlich interessiert. Schade. Naja, vielleicht ein anderes Mal. Dann gehe ich jetzt wohl mal besser. Das wird doch Zeit. Danke für das Wasser. Den Rest kannst du behalten. Und über alles andere reden wir dann später, ja? Oh, was soll das denn bitte heißen? Über alles andere reden wir später. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich möchte endlich wissen, was dieses Theater soll. Warum kreuzt diese Frau hier ständig auf? Du hast es doch gehört. Sie wollte nur was trinken. Weißt du was? Ich find's richtig schön, dass wir die Wohnung mal für uns alleine haben. Ich ja auch, obwohl... Dir Julia fehlt, stimmt's? Irgendwie schon. Also mir fehlt sie ja auch ein bisschen, aber ich glaube, du würdest mir noch viel, viel mehr fehlen. Können wir nicht mal über was anderes reden als nur über Julia? Du hast doch damit angefangen. Hab ich das? Tut mir leid. Was ist eigentlich los mit dir, Jan? Es ist... Ich krieg einfach die Krise. Wenn ich nur an morgen denke. Um 5 Uhr muss ich raus. Und dann den ganzen Tag den Affen machen. Ich denke, du modelst gern. Ja, besonders für Eisenwarenkataloge. Stundenlang im Blaumann rumhängen, blöd grinsen und die Bohrmaschine in die Kamera halten. Toll. Genau das, was ich immer wollte. Denk ans Geld, das hilft. Ja, eben nicht. Die Bezahlung ist genauso beschissen wie der ganze Job. Also so habe ich mir Modeln wirklich nicht vorgestellt. Jeder fängt mal klein an. Du kriegst schon noch die Top-Jobs bei deinem Körper. Ich muss jetzt schlafen. Klar, du brauchst ja deinen Schönheitsschlaf. Gute Nacht. Worüber habt ihr denn geredet, Tanja und du? Wieso interessiert dich das? Nur so? Nur so nehme ich dir nicht ab, Henning. Hast du vielleicht Angst, dass sie mir irgendwas erzählt hat, was ich nicht wissen darf? Was? Oh, Quatsch. Warum bist du dann so nervös? Was weiß ich? Du weißt genau, dass Tanja eine linke Bazille ist. Wo die auftaucht, gibt's Probleme. Ja, vor allem, wenn sie neben dir auftaucht. Da geht doch irgendwas ab zwischen euch beiden. Du hast sie ja angestellt, als wenn ein Gespenst vor dir Du steht. übertreibst immer so. Du bist fast aus den Latschen gekippt, als du sie gesehen hast. Ja, weil es mir hochkommt, wenn ich sie nur sehe. Ich komme in die Kneipe, denke an nichts Böses und dann sitzt da dieses intrigante Miststück. Hätte ich sie zum Champagner einladen sollen? Das hast du doch früher gemacht. Ja, erinnere mich nicht dran. Henning, ich traue dem Braten nicht. Aber mir traust du doch, oder?
Bitte. Das sieht ja richtig einladend aus. Bitte nehmen Sie doch Dankeschön. Platz, Senora. Der Kaffee ist schon fertig. Schüleraustausch ist wirklich keine schlechte Sache. Wo hast du den Florian gelassen? Ich glaube, er ist im Bad. Sagt mal, habt ihr zwei euch denn gestern Abend wieder... Ich meine, ist jetzt wieder alles okay? Wieso? Was denn passiert? Na, du warst doch dabei. Na, Ramons Bemerkung über unsere Großfamilie hier und dass nur noch die Enkelkinder fehlen. Ja, ich habe mich bei Florian entschuldigt. Ich konnte doch nicht wissen, dass Anna eine Fehlgeburt hatte. Nein, natürlich nicht. Hat er sich denn wieder beruhigt? Hallo, Clarisse von Amstetten. Wir haben uns ja schon mal gesehen. Ja, guten Tag. Kommen Sie doch bitte rein. Danke. Ach Gott, dieses Chaos. Also, entschuldigen Sie bitte, aber auf Besuch war ich wirklich nicht vorbereitet. Ach, schon in Ordnung, mach sich keine Gedanken. Ich wollte nur mal so sehen, wie Jan jetzt lebt. Und dann wollte ich Sie fragen, wie gefällt Ihnen denn die Teekanne? Haben Sie die schon benutzt? Ach nein, leider nicht. Aber wir wollten sie bald gebührend einweihen. Hübsch und sehr hübsch. Wie Sie aus der Junggesellenbude von Max so gemacht habt. Oh, Sie kennen die Wohnung? Ach, ja, kennen wäre ein bisschen übertrieben gesagt. Ich war schon mal hier, aber das ist lange her. Ist Jan dann gar nicht da? Nein, der arbeitet leider. Dann habe ich wenigstens Gelegenheit, Sie mal ein bisschen besser kennenzulernen. Meine Kinder schwärmen ja von Ihnen. Ja, und das ist Julias Zimmer. Wirklich hübsch. Und das hier ist unsere Küche. Also, es ist mir wirklich furchtbar peinlich, aber... Also, Sie müssen ja denken, wir hausen in einem Saustall. Setzen Sie sich doch bitte. Oh. Lassen Sie ruhig. Setzen Sie sich doch zu mir. Und erzählen Sie mir mal so ein bisschen von sich und Jan. Ach, wir verstehen uns wirklich sehr gut. Ich mag ihn sehr gern. Ja, mein Sohn ist schon ein prima Junge. Das stimmt. Nur zur Zeit ist er leider ein bisschen schlecht drauf. Sein Job nervt ihn. Wieso, gibt es Schwierigkeiten? Naja, Aber er wollte doch unbedingt Model werden. das schon, nur nicht gerade für billige Kataloge und drittklassige Anzeigenkampagnen. Ach, das wusste ich nicht. Und wo ist er heute? Fototermin für einen Eisenwarenkatalog. Ist ja furchtbar. Ja, wahrscheinlich hantiert er gerade mit einer Säge vor der Kamera und spielt den Heimwerker. Solange die nicht merken, dass er 2 linke Hände hat. Und plötzlich fällt diese riesen Kakerlake von der Decke und direkt in den Bohneneintopf. Flatsch! Das Tier ist mindestens einen halben Meter lang und strampelt voll ab. Und mein Amigo Jorge knallt nur den Deckel auf den Topf und sagt, endlich mal Fleisch! Das ist also Ramon? Ja. Ziemlich süß. Kannst du mich nicht mal mit ihm bekannt machen? Du, jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich muss ganz dringend was für Mathe tun. Ach komm, sei nicht so los. Südamerikanische Kakerlaken sind eine Plage. Die fressen sich selbst durch Häuserwände aus Beton. Nix ist vor denen sicher. Hey, wer ist denn diese hübsche Senorita? Das ist Lena. Lena Ramon. Hi Ramon, ich hab schon viel von dir gehört. Ich bin Annas Freundin. Annas Freunde sind auch meine Freunde. Hey, was soll das? Für dein beschissenes Referat habe ich nur eine 3- gekriegt, du Saftsack. Wenn du zu blöd zum Lesen bist, bei deinem Gestotter hilft auch der beste Text nichts. Wenn du mir noch mal so eine Scheiße andrehen willst, ja? Von mir kriegst du keine Zeile mehr. Pass mal gut auf, ja? Lern erst mal vernünftig lesen und sprechen, bevor du mich wieder anlaberst. Bin gleich wieder da. Hey, Moment mal! Sag das mal unserem Analphabeten hier. Ha? Noch so ein Spruch und ich poliere dir die Fresse, ja? Der Kampf Florian gegen Hauke ist vorbei. Sieger nach Punkten ist Ramon Santos. Offen. Morgen, Sophie. Hallo. Soll ich wieder gehen? Die Brötchen kannst du hier lassen. Nein, ist schon okay. Komm, warte ein paar Minuten, dann frühstücken wir zusammen. Hm? Ich brauche ein bisschen Gesellschaft. Hat Vince sich immer noch nicht gemeldet? Ach, vergiss es. Hey,
Henny, du altes Murmeltier. Aufwachen. Henny. Geros, dann hat Brötchen mitgebracht. Morgen. Also pass auf, ich mache jetzt Kaffee und wenn ich wiederkomme, dann bist du aus dem Bett und der Tisch ist gedeckt, klar? Alles, was du willst, mein Schatz. Nein, wie niedlich. Hör bloß auf. Ich rechne jeden Moment mit einem großen Knall. Wegen Tanja? Die läuft allmählich zu ihrer Bestform auf. Oh, gestern Abend ist sie in der Kneipe aufgekreuzt. Na, das kannst du dir nicht verdenken. Schließlich ist das Kind möglicherweise von dir. Oh, ich habe Angst, dass sie Sophie damit reinzieht. Wenn ich gestern nicht zufällig dazugekommen wäre, dann hätte sie wahrscheinlich ausgepackt. Ja, wie willst du das denn auf Dauer verhindern? Du kannst ja schlecht ans Bett binden. Und da wäre sie wenigstens in ihrem Element. Meinst du nicht, es wird langsam Zeit, dass du Sophie reinen Wein einschenkst? Das geht nicht. Klar, da geht Kindermachen schon leichter. Ich habe Sophie schon viel zu oft verletzt. Ja, aber du kannst doch nicht einfach so tun, als wäre nichts. Auch wenn es eine alte Geschichte ist. Vielleicht bin ich gar nicht der Vater. Ich war Sophie wirklich immer treu, bis auf dieses eine Mal. Ja, ich verstehe dich ja, Henning. Aber trotzdem, du musst dir die Wahrheit sagen. Es ist deine einzige Chance, bevor Tanja es tut. Jan hat das Zeug dazu, an die Spitze zu kommen. Da stimme ich ihm zu. Alles, was er braucht, ist eine große Produktion. Schon läuft die Sache. Sie kennen sich in der Modebranche noch gut aus. Ja, schon. Meine Firma gehört zu den führenden Modehäusern. Könnten Sie da nicht vielleicht etwas für Jan tun? Ach, das wird er bestimmt nicht wollen. Er muss es ja nicht erfahren. Na ja, mit den richtigen Beziehungen könnte Jan in ein paar Monaten ein gefragtes Model sein. Ein paar Anrufe von mir würden da auch nicht schaden. Also er wird Ihnen später bestimmt sehr dankbar dafür sein. Tja, ich weiß nicht so recht. Da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Andererseits kann ich es auch nicht verantworten, dass mein Sohn unglücklich ist zwischen Schrauben, Schlüsseln und Bohrmaschinen. Oh. Jetzt muss ich aber gehen. Ich danke Ihnen für den Kaffee, Nicole, und für die nette Unterhaltung. Ja, schön, dass Sie vorbeigeschaut haben. Und ich hoffe, wir sehen uns in Zukunft öfter. Das hoffe ich auch, Nicole. Die Schüler in Deutschland haben wirklich ein leichtes Leben. Ach ja? All diese Freistunden, weil die Lehrer ständig krank werden. Freu dich doch. Vielleicht würde ich ja auch krank werden, wenn ich Lehrer in deiner Klasse wäre. Bist du aber nicht. Und zuhören müsste, wie Hauke sein Referat vorliest. Das ist ja wohl nicht dein Problem. Und da will er dich auch noch verhauen. Aber dein Referat war doch ganz gut. Was heißt hier mein Referat? War es nicht deins? Es lag auch heute früh auf deinem Schreibtisch. Was hast du an meinem Schreibtisch zu suchen? Nix. Aber es lag halt so da rum und ich hab drauf geguckt. Aber warum schreibst du die Arbeiten für Hauke? Das geht dich einen Dreck an. Schon gut. Und halt dich in Zukunft aus meinen Angelegenheiten raus, ja? Nun stell dich mal nicht so an. Sophie? Ja? Ich muss dir was sagen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ein Fehler. Einsicht ist ja der erste Weg zur Besserung, oder? Ein sehr großer Fehler. Was denn? Ich hätte es dir schon gestern Abend sagen sollen, aber ich war wohl zu feige. Wieso gestern Abend? Ach so, dann hat es also doch was mit Tanja zu tun. Ich hab's gewusst. Du hast immer noch was mit ihr. Nein, das ist es nicht. Es ist viel schlimmer. Schlimmer? Tanja ist schwanger. Sie weiß aber nicht, wer der Vater ist. Es steht also noch gar nichts fest. Es könnte jeder sein. Ein Scheißjob. Was ist denn passiert? Ich habe es satt, mich wie den letzten Dreck behandeln zu lassen.
Erst friere ich mir im Studio den Arsch ab. Und dann verbockt dieser Depp vom Fotograf noch die Aufnahmen. Keine Ahnung vom Licht. Und nochmal einleuchten und wieder stundenlang im Durchzug stehen, diese Vollidioten. Meine Güte. Ich habe keine Lust mehr auf diese drittklassigen Jobs. Jeder Arbeiter bei Arno auf dem Bau verdient mehr als ich. Und macht sich nicht zum Kasper dabei. Soll ich dich ein bisschen massieren? Vielleicht hilft dir das. Ach, das Einzige, was mir hilft, ist ein gut bezahlter Auftrag mit einem Profifotografen. Das kommt schon noch. Ich sollte mir wirklich einen anderen Job suchen. Diese Branche geht mir sowas von auf die Nüsse. Du darfst nicht so schnell aufgeben, Jan. Nicht aufgeben ist gut. Du musst dich ja nicht von irgend so einem Affen runterputzen lassen, nur weil ihm dein Lächeln nicht gefällt. Jan! Oh Mann, wenn ich nur an die Typen denke, die bei meiner Mutter arbeiten, die sacken einen Haufen Kohle an. Und ich? Ich werde mit dem Trinkgeld abgespeist. Toll. Und warum jobbst du nicht bei ihr? Ach, hör auf. Ich hätte auf Julia hören sollen. Die hat gleich gesagt, diese Branche ist nichts für mich. Aber ich muss ja auf dich hören. Jan, bitte. Lass mich in Ruhe. Wo willst du denn hin? Ein bisschen frische Luft schnappen. Warte, ich komm mit. Nein, danke. Ich brauche Zeit für mich allein. Wie konntest du mir das antun? Alles hätte ich ertragen können, alles, aber das ist zu viel. Mir geht's doch genauso wie dir. Als ich gehört habe, dass Tanja Ich will schwanger... keine Erklärung, ich will eine einfache Antwort. Bist du der Vater von Tanjas Kind oder nicht? Ich weiß es nicht! Ja oder nein? Verdammt nochmal, ich weiß es nicht! Ich weiß doch nicht, mit wem sie noch alles rumgemacht Ich will hat. es aber wissen. Jan kann zum Beispiel der Vater sein. Sie läuft aber dir hinterher und nicht Jan. Weil sie geldgeil ist. Sie weiß doch, dass bei mir mehr zu holen ist, also hält sie sich an mich. Weil sie weiß, dass du der Vater bist. Tanja wollte mich erpressen. Du wolltest mir nicht die Wahrheit sagen. Das ist nicht wahr. Ich hab dir die Wahrheit gesagt. Hau ab, lass mich alleine. Tanja wird einen Vaterschaftstest machen, wenn... Okay, mach einen Test mit ihr. Mach einen Test mit ihr, mach Kinder mit ihr. Mach alles, was du willst, aber hau endlich ab! Wo ist der Florian? Er hat noch Sport. Na, wie war die Schule? Super. Viel weniger Arbeit als in Venezuela. Aha. Und? Wie verstehst du dich mit deinen neuen Schulkameraden? Ich komme mit allen Leuten gut klar. Nur nicht mit Florian. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ich verstehe das nicht, Frau Brandner. Was hat er nur gegen mich? Ich glaube nicht, dass das was mit dir zu tun hat, Ramon. Weißt du, Florian ist manchmal, ein bisschen schwierig. Sehr schwierig. Na, ihr werdet euch schon noch zusammenraufen. Bisschen Zeit habt ihr ja noch. Ja. Hoffentlich werden wir noch Freunde. Das ist doch total bescheuert. Wie kann sowas überhaupt passieren? Ich schnall das einfach nicht. Bestimmt nur ein Missverständnis. Hi, Mary. Hi, Florian, how are you? Oh, I'm fine. Und was mit Georg? Ist er immer schön nett zu dir? Ich meine, geht ja auch regelmäßig in den Botanischen Garten? Ja, wir waren schon 3-mal da. Ihr kennt euch? Ja, aus England. Wir haben immer zusammen Blumen getrocknet. Tagelang. Sag bloß, du interessierst dich auch für Trockenblumen. Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen. Wie lange bleibst du denn, Mary? Eine gute Frage. Da ist was total schief gelaufen mit dem Programm. Jetzt bleibt sie nur für 2 Wochen. Dann muss sie zurück nach England. Und was ist so schlimm daran? Meine Eltern und ich, wir dachten, sie bleibt für 12 Monate. Ich verstehe dein Problem immer noch nicht. Ja, jetzt heißt es plötzlich, sie gehört zu den Schülern, die nur für 2 Wochen bleiben. Und was sagt Vogel dazu? Tja, Vogel, der faselte nur irgendwas von einem Computerfehler und dass er überprüfen wolle, wie es dazu gekommen ist. Und ich hätte doch so gern gehabt, dass Mary für 1 Jahr bleibt. Ich störe Sie wirklich ungern, Frau von Anstetten, aber ich weiß keinen anderen Ausweg. Ich brauche Ihre Hilfe. Was gibt's denn, Nicole? Ich habe Ihnen doch von Jans Auftrag erzählt, für diesen Eisenwarenkatalog. Ja, Bohrmaschinen und Schraubenschlüssel. Ich erinnere mich.
Er ist so genervt und gefrustet, dass ich Angst habe, er schmeißt alles hin. Das müssen Sie ihm unbedingt ausreden, Nicole. Das habe ich doch schon alles probiert, aber es nützt nichts. Naja, und Sie wollten ihm doch vielleicht helfen, oder? Ich kann natürlich keinen Auftrag herbeizaubern, aber wenn Sie meinen... Es wäre unheimlich toll, wenn Sie Jan helfen könnten, Frau von Anstetten. Und Sie sorgen dafür, dass er den Auftrag dann noch annimmt? Das wird er. Verlassen Sie sich auf mich. Und kein Wort zu Jan? Kein Sterbenswörtchen. Nicole, gut, dass Sie mich angerufen haben. Ich dachte, mit den Lügen ist es endgültig vorbei. Henning hatte es mir so fest versprochen. Oh, wie oft eigentlich schon. Aber es war wieder mal nur leeres Gerede. Hier. Wir waren so glücklich auf Rhodos. Ich dachte wirklich, wir hätten es endlich geschafft. Sophie. Aber er hat alles wieder kaputt gemacht. Ich werde ihm das nicht verzeihen können. Nie. Das klingt so endgültig. Ich Idiotin habe sogar gedacht, dass ich vielleicht mal ein Kind mit ihm haben könnte. Aber nun wird er das halt mit Tanja haben. Das ist das Letzte, was Henning will. Und das weißt du auch. Er wollte dich einfach nicht mit der Tanja-Geschichte belasten. Darum hat er nichts gesagt. Nicht belassen, da belügt er mich lieber. Er hat dich nicht belogen. Und er hat gelitten, Sophie. Ich habe ihn doch erlebt. Er hat einfach unheimlich Pech, dass ihn seine Vergangenheit so übel wieder eingeholt hat. Taschentuch. Außerdem ist noch längst nicht gesagt, ob Henning der Vater ist. Er hat mir erzählt, dass es genauso gut Jan sein könnte oder sonst wer. Er hat es dir erzählt? Ihr habt darüber gesprochen? Wieso? Wie lange weißt du denn schon Bescheid? Sophie. Wie lange? Seit ein paar Tagen. Seit ein paar Tagen? Und du sagst mir nichts. Du tust, als wenn nichts wäre. Ich wollte mich nicht einmischen, Sophie. Was bist du denn für ein Freund? Ich hab dir vertraut. Alle wissen's, nur ich weiß nicht Bescheid, oder was? Es tut mir leid. Ich konnte doch nicht... Ich meine... So, reicht das oder brauchst du noch mehr? Ja? Was macht denn ihr hier? Ach, ich habe Ramon gerade ein paar Kleiderzüge rausgesucht. Und du? Wieso? Na, Ramon sagte, du hättest noch Sport. Ach ja. Ja, Sport ist ausgefallen. Aha. Der Sportlehrer ist krank geworden. Deutsche Pauker immer krank. Soll ich dir helfen? Ach du, das wäre lieb. Ich habe unten noch so viel zu tun. Mach mal. Ja. Wie viel Bügel brauchst du denn noch? Naja, ich habe ziemlich viele Sachen dabei. Ja, wie viele Klamotten hast du denn dabei für die paar Tage? Ein paar Tage ist gut. Für 365 Tage ohne Waschen habe ich immer noch viel zu wenig dabei. Für wie viele Tage? Ein Jahr halt. Ich hasse Waschen und Bügeln. Ein Jahr? Was für ein Jahr? Ja, ich bleib ein Jahr bei euch. War doch so abgesprochen.